Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an, was kommt überraschend und unerwartet, womit rechnen wir nicht, was dürfen wir wissen, was darf ich dem Kollektiv weitergeben. Und wir haben Ruhe dich aus. Unterstützung ist auf dem Weg. Hier kann sein, dass sich eine Situation zeigt, die viel Kraft gekostet hat, wo eigentlich wir viel investieren oder hineingeben, oder manchmal sind es ja auch Situationen, dass man, ich nenne es jetzt mal, eine schwierigere Zeit hat mit der Vitalität und dass man sich da nicht übernimmt, und wir haben da, Unterstützung ist auf dem Weg. Also die Energie ist irgendwie abmildernd, ne, für alle schwierigen Herausforderungen. Da hat man sich vielleicht auch einiges selbst abverlangt und ist über seine Grenze gegangen. Und es ist einfach so, dass wir jetzt in die Situation kommen, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dass auch die Mittel dazu zur Verfügung stehen. Ne? Ruhepausen, die wieder kommen, abgeben, andere um Hilfe bitten oder auch mal delegieren und nicht allem hinterherjagen, was wir nicht kontrollieren können. Das sind so die Tipps, aber ich rechne mal damit, dass es einfach ruhiger wird und dass man sich mehr Zeit für sich nehmen kann. Hier ist schon auch so ein bisschen ein versteckter Glaubenssatz mit drin, denn wann kommen wir an den Punkt, wo wir uns übernehmen? Das ist eben dann, wenn man denkt, man muss alles selber machen. Man fragt niemand um Hilfe, und hier steckt schon auch eine Lektion dahinter. Ne? Und da kann man jetzt langsam dran an diesem Bereich auch wachsen. Hier liegt natürlich auch die Aufgabe drin, sich selbst zu erlauben, dass man unterstützt wird. Und dass man irgendwo Kräfte zusammenlegt, dass man vielleicht auch eine gemeinsame Herangehensweise an irgendwelche Probleme braucht. Und hier ist auf jeden Fall Hilfe unterwegs, entweder in Form von Materie oder von hilfreichen Menschen. Dann schauen wir weiter. Was darf ich hier dazu sagen? Ja, es geht um uns. Das finde ich schon mal sehr cool, denn wir sind die Mitte, der Ausgangspunkt, unser Leben, unsere Energie. Es geht nicht immer nur um die anderen. Wir haben hier so unsere Gefühle, unsere Emotionen. Vielleicht übergehen wir die auch, denn die sprechen schon länger mit uns. Lass dich unterstützen, fahr einen Gang runter, und wir schieben das einfach weg. Und hier möchte etwas gesehen werden, eine Emotion, ein Gefühl. Irgendwo legt man hier vielleicht auch den Blues drauf. Man hat Schattenthemen, die man vielleicht auch bewusst nicht sehen will. Es können hier Familienthemen sein, das heißt, man hat hier vielleicht sehr viel Zeit damit verbracht, andere zu unterstützen, oder an sich hat man das über die Grenze gehen, über die eigene Grenze gehen, in seiner Genetik drin. Man führt irgendwo eventuell auch einen emotionalen Kampf mit etwas. Die Kopfebene liegt hier so, dass vielleicht auch in die Gedanken mehr Ruhe reinkommen darf. Ja, das auf die eigenen Gefühle hören ist hier sehr wichtig, sich nicht rausbringen zu lassen. Möglicherweise muss man sich hier auch mal eingestehen, hier ist eine Fliege,
wo man selber etwas in die falsche Richtung treibt, weil man denkt, etwas steht einem nicht zu oder man hat diese Emotion noch nie nach außen gelebt, so dieses, ich bin stark, ich muss weitermachen, es gibt keine Zeit für Schwäche oder für Ausruhen. Hier in Schwaben gibt es dazu ein schönes Sprichwort, ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Also da brauchst du mit Ausruhen gar nicht erst kommen. Oder es gibt auch so erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? So, schauen wir weiter. Es geht hier um Situationen aus der Vergangenheit, wo sich irgendwie etwas gedreht hat, wo wir uns emotional verletzt gefühlt haben, wo vielleicht auch unsere Verletzbarkeit so zum Vorschein kam, dass sie uns ich würde mal sagen, emotional erschöpft hat. Das können hier Themen sein, die behaften so auf der Mutterbasis oder auf dem, was man eben aus diesem Konstrukt gelernt hat. Es gibt Menschen, die können nicht ausruhen. Das ist für die Gift, weil wenn sie nicht beschäftigt sind, kommen sehr viele emotionale Themen hoch und denen müsste man sich dann ja stellen. Deshalb ist hier Häutung vonnöten. Es kann ja verstärkt auch um eine Situation gehen, wo wir als Mutter gefordert sind oder wo unsere Mütter gefordert sind oder wo irgendwelche weibliche Personen aushelfen können. Es kommt halt drauf an, kann man die Hilfe annehmen oder nicht. Guckt mal, wir haben die Blumen in unserem eigenen Haus und den Konflikt mit dem Außen. Hier darf man vielleicht auch nicht davor zurückschrecken, dass man auf das beharrt, dass man jetzt Auszeit nehmen muss oder mehr Ruhe braucht oder dass man einfach nicht so funktioniert, wie andere das gern hätten. Und ich sehe auch, dass in dieser Lernaufgabe irgendwo die Erfüllung drin liegt oder dieses emotionale Erfülltsein. Da darf man nach außen tatsächlich auch mal die Krallen ausfahren. Ne? Hier ist vielleicht auch der Wunsch nach Rückzug und gleichzeitig die Befürchtung, so, ohne mich funktioniert das alles nicht. Ja? Gleichzeitig könnte es auch so diese Angst sein oder dieses Bewusstsein dafür, dass man es alleine nicht schafft oder dass man sich alleingelassen fühlt mit etwas. Aber hier darf man sich rausnehmen. Ne? Das ist wie ein Geschenk für uns, wenn wir das tun. Es geht um unsere Herzensangelegenheiten, um die Sachen, die wir noch mit Herz machen oder auch die Liebe, die wir empfinden für andere, dass die vielleicht bei uns selber erstmal auch ganz gut dran wäre. Ne? Wir haben hier sehr viele Familienthemen. Es geht um Geben und Nehmen. Wir haben ja uns in der Mitte, die männliche und die weibliche Hauptperson. Es geht auch um Einflüsse, die jeder aus seiner eigenen DNA hat und hier ist einfach Liebe die Antwort. Ne? Hier kommen vielleicht auch all die Lieben, die unsere Zweifel ausräumen. Es können hier verstärkt Frauen sein oder Menschen aus der Vergangenheit oder Menschen, die dir so ein mütterliches Gefühl geben. Ne? So, was sagen die Antworten der Engel dazu?
Was ist hier wichtig für uns zu wissen? Man kann hier vielleicht einen guten Kompromiss finden, die Waagschalen ausbalancieren und der Kompromiss könnte auch sein, dass man mal weniger macht und ein anderer mehr. Tatsächlich. Es geht um Ausgeglichenheit, um einen Weg, der allen dient. Ein Gefühl, wo man nicht immer drauflegt, sondern wo man auch empfängt. Unter Umständen zeigen sich hier auch Situationen, in denen man sich mal schon verausgabt hat, die noch so nachwirken. Es ist hier vor allem auf der emotionalen Ebene zu sehen. Wir haben das Thema unwahrscheinlich und unterm Deck drückt dich klar aus. Vielleicht ist es einem hier nicht möglich oder man kann es sich nicht vorstellen, dass man sich hier Auszeit nehmen kann, dass man auf sich selber nur guckt oder dass ohne uns der Laden nicht läuft. Hier muss man klare Worte sprechen, aussagen, was man braucht. Dann findet man hier auch ins Gleichgewicht zurück. Spannend. Was möchte unsere Seele hierzu sagen? Was ist wichtig? Ich fasse es nicht. Das ist, könnte man ja jetzt meinen, eine Legung für all die Frauen, aber ihr wisst, beide Teile sind in uns veranlagt und wir legen uns hier in die Mitte des Blattes oder der weibliche Anteil eben und die männliche Person liegt unter dem Deck und hier geht es einfach darum, dass wir in unsere Seele hinein spüren sollen, die weibliche Seite leben, auch die, die man bislang von sich weggeschoben hat oder die Emotionen dazu, die man nicht zugelassen hat. Und es geht darum, das wieder zu erwecken. Unterm Deck haben wir die Reisezeit. Das passt auch wunderbar dazu. Wir haben hier Ausruhen. Die Seele sehnt sich nach frischem Wind. Die braucht Erholung und es ist ein wunderbarer Moment, eine Reise zu planen oder spontan etwas Auszeit zu nehmen. Welcher Engel geht mit dieser Legung mit? Zwei haben wir. Da jetzt hier zwei gefallen sind, denke ich, wir machen es einfach so, dass ich euch wählen lasse noch. Sucht euch einen aus. Ich nehme den rechten. Und da haben wir das Schubladendenken, das passt wunderbar dazu, ne? Diese Schublade ist, wenn ich nicht funktioniere, werde ich nicht geliebt, werde ich nicht anerkannt. Ich bin nicht im empfangenden Teil. Jemand beurteilt, verurteilt oder hat eine Emotion zu irgendetwas, das uns vielleicht auch gar nicht gefällt. Und deshalb wollen wir hier gar nicht hingucken. Aber in Wirklichkeit ist das ja das Problem der anderen. Die meinen, sie müssten bewerten und beurteilen. So, und dann haben wir hier irgendetwas, das passt auch wunderbar, das ist der Engel der Sanftheit. Hier ist innerlich irgendetwas verhärtet oder man ist auch hart mit sich selber und man darf hier sanft sein, vor allem auch zu sich selbst. Sanft sein, die weibliche Seite, das passt ja auch wunderbar. Die Karte sagt auch, dass es sehr viel Emotion oder vielleicht auch innerliches Verkrampfen, Wut, Ärger, das haben wir hier, das passt super, ist und man hat irgendwie sehr viele Probleme anstatt Lösungen
Und deshalb muss man hier mal zur Ruhe kommen, damit man auflösen kann, vor allem die Härte, dass man wieder Zuversicht kriegt und dieses Gefühl, alles kann gut werden. Also hier ist auch so ein starres Muster irgendwie. Und etwas kann auch sein, wenn wir sagen zum Beispiel, wenn ich sanft bin, dann bin ich schwach oder verletzbar. Und das alles dürfen wir uns hier angucken. Die andere Seite hat den Engel der Hoffnung und lass dir nicht den Mund verbieten. Hier gibt es tatsächlich vielleicht auch Sachen, die man nicht sagt, weil wir, ja, man drückt dich klar aus, ne? Sage, was Sache ist. Hier entsteht etwas Gutes, Neues und man darf trotzdem, man Dinge ausspricht, auch damit rechnen, dass wir keine Konsequenz haben. Das ist etwas, was wir uns vielleicht auch selbst verbieten, damit es keine Konflikte auslöst und dabei haben wir selber den größten Konflikt damit. Indem man voller Hoffnung ist, zieht man das Glück auch wieder mehr an und wenn es Schwierigkeiten gibt, gibt es keinen Grund zu verzweifeln. Hier wenden sich die Dinge. Sich Sorgen machen hat eigentlich noch nie ein Problem gelöst. Im Gegenteil. Und man darf sich hier auch wieder mehr angebunden fühlen in der Energie, in der man, ja, sag ich mal, dieses Gefühl hat, mir kann nichts passieren, ich bin in der Fülle, auch wenn es außenrum vielleicht jetzt gerade anders aussieht. Also dieses Nicht-Unterdrücken und klar aussprechen ist hier für das, was uns erwartet, sehr wichtig. Wir nehmen noch ein Vögelchen und dann lassen wir das so stehen. Zack, da kam er. Die Schwalbe. Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Es kann besser gar nicht sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.